Hast du gerade Nein gesagt? Andi, es tut mir leid. Ich war überrumpelt. Ich meine, wir haben doch noch nie darüber gesprochen. Ja, aber hätte ich das vorher schriftlich anmelden sollen? Nein, natürlich nicht. Sondern? Ich weiß auch nicht. Ich war einfach so überrascht, dass... Das war auch Sinn und Zweck der Sache. Andi, wo willst du denn hin? Ich muss hier raus. Bitte, ich hab das doch nicht so gemeint. Das heißt, du hast also Nein gesagt, aber eigentlich Ja gemeint? Mann, was sollte ich denn machen? Das kam irgendwie total überraschend. Als Andi heute Mittag was von einer Überraschung gesprochen hat, aber ich dachte, er will dir Blumen klauen oder so. Liebst du ihn denn nicht mehr? Natürlich liebe ich ihn, sonst wäre ich ja wohl nicht mit ihm zusammen. Aber scheinbar nicht genug, um ihn zu heiraten. Keine Ahnung. Weißt du, was mir im Kopf rumging, als Andi mich gefragt hat? Dieser Typ, der mich beinahe am Briefkasten umgefahren hat. Ey! Sag mal, was soll denn das? Also ich war ja nicht dabei, aber ihr habt doch höchstens 3 Sätze geredet. Ich weiß, und wahrscheinlich sehen wir uns auch nie wieder, aber allein die Tatsache, dass er in so einem Moment in meinem Kopf ist, heißt doch, dass zwischen Andi und mir was nicht stimmt. Ja, also nur wenn man zusammen ist, heißt das ja nicht, dass man nicht auch andere Typen gut finden kann. Kurzfristig. Gut, ja, vielleicht so wie bei dir und deinem Arzt, ja. Ehrlich gesagt hätte ich nichts dagegen, wenn das mehr wäre als nur kurzfristig, aber der ist ja hetero. Und da ist noch mal ein Unterschied zwischen uns. Du bist Single. Aber ich liebe Andi und ich werde mich von so einem Typen nicht aus der Bahn werfen lassen. Gesagt geht's ja gar nicht um den Typ, oder? Wir haben so viel Mist erlebt in letzter Zeit, weißt du. Erst diese Schulden, dann die Sache mit Alexa Berg. Mit der Andi nichts hatte. Ja und? Komm, ich hab mich trotzdem verarscht gefühlt. Der versteckt diese Kuh tagelang auf dem Dachboden und lügt mich an. Ich meine, ja, wir haben uns wieder versöhnt, aber es fühlt sich einfach nicht so gut an. Weil du ihm nicht mehr traust. Vielleicht. Vielleicht brauche ich auch einfach noch ein bisschen Zeit. Ich meine, ich kann doch jetzt hier nicht einfach so einen Schalter umlegen und alles ist wieder wie früher. Hast du das Andi mal genauso gesagt? Nicht direkt. Ja, dann solltest du das schleunigst tun, wenn du noch mit ihm zusammen sein willst. Natürlich will ich das. Bella, du weißt schon, was so ein abgelehnter Antrag eigentlich heißt. Glaubst du, Andi trennt sich jetzt von mir? Verdammt! Andi, bitte, wir müssen reden. Ich glaube, wir haben alles geklärt. Glaub mir, ich weiß, wie du dich jetzt fühlst. Ach ja? Das denke ich nicht. Es kam einfach so überraschend. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Es lief doch auch nicht so gut zwischen uns in letzter Zeit. Darum ging's ja. Wie meinst du das jetzt? Ich habe halt geglaubt, dass es zwischen uns wieder besser laufen würde, wenn wir... Du hast geglaubt, unsere Probleme lösen sich, wenn wir heiraten? Na, ich weiß, war eine scheiß Idee. Nein, eigentlich war es süß. Andi, ich will doch mit dir zusammen sein und ich will vor allen Dingen, dass es funktioniert. Das möchte ich auch. Siehst du, dann wollen wir doch dasselbe. Und wenn ich dich jetzt noch mal fragen würde, was würdest du dann sagen? Alles in Ordnung? Ich glaube nicht, dass wir dasselbe wollen.
Andi, bitte, ich brauche einfach nur ein bisschen mehr Zeit. Das habe ich dir doch Zeit? Wofür denn? Um darauf zu warten, dass irgendwann ein besserer Typ kommt? Also, das ist doch jetzt Quatsch. Andi, ich will dich. Entweder du willst mich ganz oder gar nicht. Du hast schon wieder Nein gesagt? Ich habe nicht Nein gesagt. Ich habe einfach gar nichts gesagt. Kommt ja irgendwie aufs Gleiche raus. Mann, weißt du, das Schlimmste ist einfach, als Andi mich noch mal gefragt hat, da hatte ich einfach wieder nur diesen Typen im Kopf. Nee. Doch. Bella, vergiss diesen Typ, das ist wahrscheinlich ein Riesenarschloch. Bestimmt hast du recht. Und ich versuche ja auch nicht an ihn zu denken, aber es klappt einfach nicht. Du, das wird ja langsam zur fixen Idee bei dir. Ich weiß, aber was soll ich denn dagegen tun? Ruf ihn an. Wen? Den Typ, der hat dir doch seine Nummer aufgeschrieben. Ja, auf meinen Arm, aber das habe ich doch schon längst wieder abgewaschen. Du kannst dich auch 100 Pro dran erinnern. Ich würde sie irgendwie zusammenkriegen. Ja, perfekt. Dann rufst du ihn an und triffst dich mit ihm. Olli, ich kann mich doch nicht einfach mit einem Typen treffen. Ja, warum denn nicht? Dann kriegst du ihn wenigstens aus deinem Kopf und dann kannst du dich wieder ganz auf Andi konzentrieren. Ja, super. Und wenn ich ihn treffe und ihn danach gar nicht mehr aus dem Kopf bekomme? Dann tut mir das sehr leid für Andi, aber dann weißt du wenigstens, wo du dran bist. Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen meine Telefonnummer. Falls irgendwelche Beschwerden auftreten, rufen Sie an. Dies ist die Mailbox von Ralph Bridal. Ja, hallo? Hallo? Wer ist denn da? Können Sie mich hören? Was mache ich hier eigentlich? Oh, guten Morgen, Andi. Morgen, Charlie. Wie geht's dir? Das willst du nicht wissen. Naja, ich kann es mir auch ungefähr vorstellen. Andi, ich habe heute Nacht noch viel mit Bella gesprochen. Weißt du, sie hat das alles ein bisschen überfordert. Hey, das ist in Ordnung. Ich hab's ja kapiert. Wenn sie nicht will. Dann was? Willst du eure Beziehung beenden? Von wollen kann doch nicht die Rede sein. Aber was soll ich machen? Sie kann sich offenbar keine Zukunft mit mir vorstellen. Ach, Andi, das... Komm, jetzt stell mal den Kasten. Klar tut es weh, wenn man auf einen Heiratsantrag einen Korb bekommt. Aber jetzt versuch doch mal nicht nur daran zu denken, wie verletzt du bist, sondern dich in Bella reinzuversetzen. Du hast sie mit deinem spontanen Heiratsantrag doch völlig überrumpelt. Und nur weil sie dir nicht sofort um den Hals gefallen ist, willst du jetzt eure Beziehung beenden? Ihr habt es so schwer schon miteinander gehabt. Ich meine, allein die Geschichte mit dem Schuldenberg, das belastet doch eine Beziehung. Aber wenn es jemand schaffen kann, dann ihr zwei. Weil ihr euch liebt. Was Bella angeht, bin ich mir da nicht mehr so sicher. Aber ich bin mir sicher. Bella liebt dich. Und du liebst sie. Also willst du wirklich eure Beziehung opfern, nur weil Bella jetzt noch nicht bereit ist zu heiraten? Weil sie noch ein bisschen Zeit braucht für den nächsten Schritt? Hi. Ich war auf dem Weg zu dir. Ich wollte auch. komm doch rein. Ich wollte... Du zuerst. Ich wollte dich wirklich nicht verletzen. Ich wollte dich nicht unter Druck setzen. Ich wollte dir nur sagen, ich
Ich wollte dir nur zeigen, wie sehr ich dich liebe und dass du dich auf mich verlassen kannst. Ich weiß, ich liebe dich doch auch. Ich brauche nur einfach mehr Zeit. Das ist doch klar. Und mir ist klar geworden, eine Heirat ist nicht dazu da, um Probleme zu lösen. Nein, das sollten wir vorher tun. Also wenn du noch willst. Ja, ich will. Ich will doch auch. Super. Keine Angst, ich werde dich nie wieder fragen. Am besten werde ich dir einfach ein Zeichen geben, wenn du mich wieder fragen kannst. Oh, ich hoffe, dass ich das Zeichen dann richtig deute. Dafür werde ich sorgen. Verlass dich drauf. Hey, hast du mir noch einen Cappuccino? Gerne. Du strahlst ja so. Hast du den Typ doch angerufen? Nein, ich habe auch so gewusst, dass es richtig ist. Mir ist klar geworden, dass ich Andi noch liebe und mit ihm zusammen sein will. Also haben wir uns ausgesprochen und versöhnt. Das freut mich. Mit oder ohne Heirat? Ohne. Andi hat verstanden, dass ich noch Zeit brauche. Aha. Was ist mit dem Typ, der dir den Kopf verdreht hat? Naja, was soll sein? Eigentlich muss ich ihm doch dankbar sein, oder? Ich meine, durch ihn habe ich gemerkt, dass das mit Andi und mir doch noch nicht so ganz in Ordnung war. Was es jetzt aber ist. Ja, wir arbeiten dran. Außerdem hast du bestimmt recht, der Typ muss ja ein Arschloch sein. Arschloch oder Stock-Hetero, irgendeinen Haken haben die Typen doch immer. Hey, du musst aber auch mal aufhören, an deinen Arzt zu denken. Ich werde es versuchen. Ich nehme mir jetzt einfach ein Beispiel an meiner heißen Schwester. Meldest du dich nicht mal bei einer Partnerbörse an? So verzweifelt bin ich auch noch nicht. Warte, du hast dich in einen verheirateten Mann verliebt. Wie verzweifelt kann man sein? Ja, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Ich hätte wetten können, dass er schwul ist. Also doch Partnerbörse. Also erstens bin ich noch nicht mal ein halbes Jahr geschieden. Zweitens bin ich sehr gerne Single. Oh ja, ich kann jetzt nämlich theoretisch machen, was ich will. Ich könnte 1 Kilo Knoblauchbutter essen, wenn ich möchte, mich hier nackt hinsetzen. Das sind Aussichten. Ja. Auf jeden Fall. Oh, guck mal, das ist doch typisch Cabrio-Fahrer, oder? Ey, hier ist 30, du Arschloch! Das ist ja er. Wer? mein Doc. Quatsch, das ist doch mein Typ vom Briefkasten. Bist du sicher? Ja, und du? Total. Das heißt ja dann, wir haben die ganze Zeit... Über den gleichen Typ geredet. Was glaubst du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns beide in denselben Typen vergucken? Ja, in Düsseldorf, da leben ungefähr 600.000 Leute. Die Hälfte davon wird männlich sein. Müssen wir nur noch rausfinden, wie viele um die 40 sind. So genau wollte ich es jetzt nicht wissen. Sie ist einfach so, das beweist nur, dass wir Geschwister sind. Wir haben das gleiche Beuteschema. Oh, dann stehst du jetzt auch auf Andi, ja? Danke, der gehört dir ganz allein. Naja, jetzt weiß ich wenigstens, dass mein Doc noch einen schicken Sportwagen fährt. Ah, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Diese Familienkutsche, die war nur ausgeliehen von einem Freund. Wie, dann hat er vielleicht gar keine Kinder? So, du bist nicht ein Kleinkind, Alter. Ist er ja vielleicht auch nicht. Nicht hetero. Na los, find's schon raus. Du musst doch bestimmt mit deinem Ausschlag noch mal in die Notaufnahme, oder? Nein, der weiß, wo ich arbeite. Wenn er mich finden will, findet er mich. Willst du denn was ausmachen? Quatsch. Ich hab doch Andi.